Hau rein. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Wie ihr sehen könnt, heute mal nicht Afrika das Thema, sondern wir bewegen uns wieder Richtung Europa. Und wir haben heute mal wieder unsere Pegasus Bridge ausgepackt und wollen heute einfach mal um die Brücke kämpfen. Ne? Genau, einfach mal wieder einen schönen Spielbericht, damit ihr mal ein bisschen aus dem Trott rauskommt. Ja. Und wir auch mal wieder was zum Spielen haben. Ne? Richtig, Es ja. kommt ja doch schon ein bisschen zu kurz in Genau. letzter Zeit. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen gleich zu den Armeevorstellungen und zeigen euch dann die Platte und danach starten wir direkt in die erste Runde. Genau. Bis gleich. Ja, Leute, dann würde ich mal starten mit den Briten, die ich heute aufstelle. Das ist ein Trupp Airborne. Und wie sich das für Airborns geziemt, haben die auch noch Luftunterstützung dabei. Wir werden heute mit alternativen Luftschlagregeln arbeiten. Das heißt, ich habe keinen standardmäßigen Air Observer mitgenommen, sondern wir werden mit den Community-Regeln, die Warlord auf die Webseite gestellt hat, spielen und probieren das mal aus, wie das denn funktioniert. Ich habe entsprechend 10 Würfel, die sich aufsplitten. Einmal hier vorne mit einem Second Lieutenant und seinem Gehilfen. Hier mit einem Sniper mit seinem Gehilfen. Der freie Air Observer darf natürlich auch nie fehlen. Der ist natürlich obligatorisch für die Tommies. Dann habe ich einmal hier einen 5-Mann-Trupp mit einer MP, 3 Gewehren und einem Flammenwerfer. Ich weiß nicht, aus welchem Buch ich hier habe. Die sind im Generischen drin. Ich weiß auch gerade aus dem Kopf nicht, wie der Trupp heißt. Das werde ich gleich nochmal nachreichen. Dann habe ich einen Standardtrupp hier mit 5x MP. Und 2 gleichmäßig aufgebaute Trupps mit 7 Gewehren und ein MG, wobei natürlich entsprechend einer immer wieder der Ladeschütze ist. Die Einheiten sind außer der Observer alle regulär gewesen, Veteranen gewesen, der Observer natürlich entsprechend den Regeln regulär. Dann habe ich einen regulären Tetrarch dabei mit Little John Adapter, einen AEC Mark III und einen entsprechenden Bomber, den ich euch auch gleich nachreichen werde, weil ich nämlich die Armeeliste wohl anders liegen habe. Genau, die werde ich mir mal eben schnappen und sage dann gleich Bescheid. So, das ist ein britischer Flieger, auch wenn er japanische Zeichen trägt. Der ist nämlich inkognito da. Dementsprechend habe ich mir den von Chris ausgeliehen, weil ich nämlich meinen Flieger vergessen habe. Für mich. Genau, das ist eigentlich nämlich ein Hawker Typhoon Fighter Bomber. Der hat 4 leichte Autokanonen und 2 Raketen an Bord. Ja, da sind wir mal gespannt, wie das funktioniert. Die Autokanonen sind selbstredend zweischüssig, das heißt, das sind 8 Schuss leichte Maschinenkanone. Und was die Raketen sind, man kann diese Flieger mit Bomben oder halt als Option mit Raketen ausrüsten. Die Raketen haben pro Stück eine schwere Haubitze, also das heißt eine 4 Zoll Schablone. Die Bomben sind 3 Zoll Schablonen. Dementsprechend, haben wir das hier so ausgerüstet. Ich habe da die Optionen schön beigebucht. Genau, und der Trupp mit dem mit dem Flammenwerfer, das ist übrigens die 591. Parachute Engineer. Und die sind drin im Delayed Overload Buch auf Seite 142. Da kann man entsprechend die Jungs halt mit einem Flammenwerfer versehen. Ich habe das immer ganz gerne, wenn so ein Flammenwerfer in einem größeren Trupp drin ist. Da hat der nämlich viel mehr Lebenspunkte. Genau. Was ich noch vergessen habe, 10 Würfel. 10 Würfel bei den Airborns. Jawohl. Ja, und jetzt kommen wir hier zu der deutschen Truppe.
Ich habe jetzt einfach praktisch eine Kampfprobe gebaut, die mal eben schnell zusammengewürfelt wurde, was zur Verfügung stand und die jetzt halt losgeschickt wird, um die Brücke zu sichern. Da haben wir einmal den Hetzer in regulär, weil ich den gerne mal wieder spielen wollte. Dann haben wir zwei Hanomaks. Dann haben wir einen Kübelwagen und ein MMG. Die sind alle regulär. Und dann kommen wir zu den Infanterietrupps. Wir haben zweimal Grenadiere, Veteranen. Ausgerüstet einmal mit zwei LMGs, Panzerfäusten und hier auch Panzerfäusten plus Sturmgewehre. Und dann haben wir noch zwei Waffen-SS-Trupps mit Fanatic ausgerüstet natürlich, sonst macht das wenig Sinn. Panzerfäusten und auch die eine oder andere Sturmwaffe. Ich glaube, der NCO hat jeweils eine MP. Also alles, was zu sehen ist, ist letztendlich dann auch ausgerüstet. Genau. Und der Offizier geht diesmal mit 2 Mann los. Spielt normalerweise immer ein kleines Team mit nur einem Assistenten. Diesmal sind 3 Mann. Und ich habe das praktisch so konzipiert, dass alle bis auf das MMG-Team hier in die Transportfahrzeuge passt, also praktisch 12 jeweils pro Hanomag und hier 3 Plätze für den Offizier in dem Kübelwagen. Ja, mal schauen, was die schnelle Eingreiftruppe bringt. Ja, dann würde ich sagen, wir stellen noch eben das Spielbrett vor und dann, wie immer, auf ein gutes Kämpfchen. Ja, dann heute der zentrale Punkt natürlich entsprechend die Pegasusbrücke. Ist natürlich bei uns jetzt nicht die Pegasusbrücke, sondern irgendwo eine Brücke weit draußen in der Pampa. Hier im vorderen Bereich haben wir ein kleines Dorf mit Waldrand aufgebaut. Und dementsprechend hat man hier so ein bisschen mehr Gelände, als wir das sonst haben. Hier an der Straße zu. genau, fühlt sich das alles im Grunde genommen sehr wohl, was an Gebäuden da ist. Haben hier eine schwimmende Ruine, die gerade baden gegangen ist. Da hinten auch schon so ein bisschen zerstörtes Dorf. Und hier hinten sind entsprechend... Hier sind die Bomber noch nicht hingekommen. Genau, die Bomber noch nicht hingekommen. Verteidigungsstellungen sind an der Brücke auch. Die Brücke ist verlassen. Unser Spiel ist heute im Grunde genommen folgendes. Wir werden von beiden Seiten reinkommen. Wir werden über die langen Seiten reinkommen, sprich, also nicht die langen Kanten, sondern wir werden einmal in diese Richtung und einmal von dieser Richtung reinkommen. Und versuchen natürlich entsprechend um die Brücke zu kämpfen. Unser Ziel ist es, wer gewinnt, zeigt sich daran, wer zuletzt, also in der letzten Runde, die meisten Einheiten auf der Brücke hat. Und auf der Brücke bedeutet natürlich entsprechend von hier vorne, alles was zur Brücke als Base gehört, ist Brücke. Genau. Das komplette Brückenmodell, ja. Genau, das komplette Modell bedeutet Brücke. Und zusätzlich zählen wir noch so ein bisschen Vernichtungspunkte, würde ich sagen. Genau. Und ja. Falls das halt richtig umkämpft ist, zählen ja dann letztendlich die Vernichtungspunkte. Wer die meisten Vernichtungspunkte hat, wenn wir Gleichstand auf der Brücke haben, der gewinnt dann letztendlich. So sieht das aus. Genau. Ja, sonst noch irgendwas hinzuzufügen? Eigentlich nicht. Also wir haben eigentlich schon die Seiten eigentlich klar gemacht. Der Deutsche kommt hier rein und der Brite auf der anderen Seite. Der Deutsche kommt da hinten exponiert natürlich mit seinen Fahrzeugen. Die hast du dir dann fast umsonst gekauft, würde ich fast sagen. Ja. Und ja, der Brite kommt dann hier über die Häuserfront. Was wir noch gesagt haben, ist hier die Kante. Wird im Grunde genommen direkt vom Deutschen als Aufstellungszone benutzt, beziehungsweise er muss halt reinkommen von der Kante. Und der Brite kann sich innerhalb dieser Aufstellungszone im Grunde genommen innerhalb der ersten 24 Zoll aufstellen. Das hat den Grund, damit wir beide Seiten ungefähr gleich entfernt haben. Richtig, genau. Genau. Das
sonst nicht alles funktioniert, weil wir ja hier praktisch noch eine kleine Platte reingeschoben haben. Genau, deswegen Sonst würde das nicht ist nicht ganz Standardmaß, etwas größer. Ja. Genau, da haben wir mal irgendwann schnell ein paar Flussmodule improvisiert und dementsprechend sind die nicht ganz komplett. Ja, dann würde ich sagen, auf ein gutes Spiel. Los geht's. So sieht's aus. Erste Runde folgt. So, wir haben in der ersten Runde schon mal ein bisschen weiter gespielt, weil das Reinziehen und Hin- und Herziehen und Aufstellen ja meistens nicht so interessant ist. Ich werde mal zusammenfassen, was bisher passiert ist. Ich habe hier vorne die Truppe mit den MPs reingebracht und einen Run ausgeführt. Hier steht eine Achtereinheit mit LMG noch in der Aufstellungszone. Die zweite Einheit genauso. Vor der einen Einheit hier steht übrigens noch der Offizier auch noch in der Aufstellungszone. Die habe ich noch nicht bewegt. Hier vorne steht der Tetrarch und möchte gleich schon mal hier vorne auf einen Hanomag schießen, der schon reingekommen ist. Das heißt, wir haben einfach nur so ein bisschen bewegt und jetzt, wo die erste Action losgeht, dachten wir fangen auch an zu filmen. Im hinteren Bereich habe ich noch meinen AEC aufgestellt, der auch noch in der Aufstellungszone steht. Und hier ist der Trupp mit dem Flammenwerfer, der entsprechend auch eine Advance gemacht hat. Nein, das stimmt, ich habe den Würfel falsch hingelegt. Die haben einen Run gemacht. Und genau. Hier im oberen Bereich, im Haus, habe ich noch einen Sniper versteckt. Und hier im Haus habe ich noch den den Artillerieobserver versteckt. Mein Flieger, der muss leider noch draußen bleiben. So steht es in den Regeln. In der ersten Runde darf er nicht, der muss aus der Reserve kommen. Genau, und dementsprechend habe ich den schon auf Down gesetzt. Der Deutsche hat mit seinem ersten Würfel das MMG hier hineingezogen, auch mit einem Run. Mit dem zweiten Würfel entsprechend hier den Hanomag, den ich gleich beschießen möchte, schon hineingebracht. Und wie man sieht, links daneben sind schon ein paar Deutsche ausgestiegen, aber haben auch nichts mehr weiter gemacht. Genau, die sind aus dem Hanomag. Doch, die haben einmal versucht zu schießen. Stimmt, du hast recht. Sie haben versucht zu schießen, aber mit dem MG. Aber wir haben festgestellt, dass ein Hindernis dazwischen war und dementsprechend haben wir gesagt, das geht alles in die... Nicht. Genau. Ja, dann sind wir soweit. Wie gesagt, ich habe hier den Tetrarch gerade in Position gebracht. Versuche jetzt entsprechend im hinteren Bereich auf lange Reichweite auf den Hanomag zu schießen. Und ja, ich würde dir einfach mal die Kamera übergeben und dann kannst du das ja einfach mal live filmen. Ja. So, ich habe einen Advance gemacht mit meinem Tetrarch, dementsprechend auf die 4. Wir haben die lange Reichweite, ist die 5. Ansonsten ist, glaube ich, keine Deckung dazwischen, ne? Nö, würde ich jetzt nicht so sagen. Genau. Ja, erstmal Jens, schönen Dank für die Würfel. Die werden uns heute gute Dienste leisten. Mal schauen, ob die besser würfeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie für den Chris besser würfeln. Ich habe mir mal die Grünen ausgesucht, dementsprechend schauen wir mal. Ja, das ist doch schon mal richtig gut. Ja, ich habe den Little John Adapter drauf. Dementsprechend habe ich eine Penetration von 5. Lange Reichweite wird dann, glaube ich, trotzdem abgezogen. Mhm. Dementsprechend haben wir eine Penetration von 4. Jetzt würfel ich entsprechend den Schaden. Dann sind wir bei der 5. Das macht Bing. Pinwürfel. Also er steht noch. Ja, steht noch, genau. Ist auch gut so, weil es ist auch noch eine Einheit drin. Verdammt! Sind nicht alle ausgestiegen. Ja gut, das sagt ja nichts, ne? Die kriegen ja nur entsprechend Schaden und steigen ja trotzdem Ja, aus. das kann auch trotzdem dann ordentlich Krawum machen und die Einheit, die drin ist, ne, die kann doch schon ordentlich Schaden kassieren. Ne? Ordentlich Krawum macht das gleich so sowieso. Ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, der Tetrarch war schon mal gut und ich fange einfach an, den nächsten Würfel zu ziehen. Jo. Ne? Ich liebe ja dieses Modell, das ist ja so cool. Der Deutsche. Der Deutsche.
So, im weiteren Verlauf ist jetzt der zweite Waffen-SS-Trupp hier aus dem Hanomag gestiegen und erklimmt jetzt hier die Brücke, um eine bessere Position auf dem Feind zu haben. Dann kam noch der Offizier mit seinem Kübelwagen rein. Der ist bis hier vorgefahren an dieses Pförtnerhäuschen von der Brücke und hat sich jetzt mit seinen Mannen hier erstmal verschanzt. Und Christian hat jetzt sein Spielfahrzeug gezogen und ist hier ohne weitere Kurven direkt auf die Brücke gefahren und will sich jetzt höchstwahrscheinlich da schön den Hanomag vornehmen. So sieht das aus. Ja, dann leg mal los. Ja, brauche ich das Messapparillo-Ding? Kriegst du? Subi. Ja, ist kurz. Hat ja eine Medium. Tack. Dann bin ich gefahren. Du bist gefahren. Also auf die 4. Ja, Deckung gibt's keine. Genau. Schauen wir mal, wie die Würfel jetzt reagieren. Ja. Gut für mich. Gut für dich, schlecht für mich. Aber ich warte sonst auch noch auf den Hetzer. Hier geht es jetzt Schlag auf Schlag. Ja. Chris hat dann einen Hetzer reingezogen. Und der versucht jetzt mit seiner Medium Anti-Tank-Gun auf meinen schönen AEC zu schießen. Genau. Und der hat noch nicht mal mehr die Recce-Regel, weil der Würfel schon draußen ist. Der ist schon. Verdammt. So, schauen wir mal, Jens, wie das hier bei mir läuft. Oh, er trifft auch noch. Ja, dann schau doch mal, wie der Schaden aussieht. Was hast du? Das ist eine 9er, ne? Nee, der hat eine 8. Eine 8. 8 plus. 2. Plus 5 sind 7. Macht auch nur Ping! Shit. Ja, aber du bist schon mal gepinnt, ne? Ja, genau. Jetzt überlege ich noch mit den MMG. Habe ich hier noch irgendein Ziel? Waren 26 Zoll. Kannst vielleicht die hier treffen. Also müsste ich mal. müssten wir mal deckungstechnisch und. Ja, das ist natürlich. Ja, Also sie kriegen auf alle Fälle schwere Deckung, lange Reichweite, du hast dich bewegt, also ich würde mal sagen, auf alle Stehe Fälle aber auf die 6 mindestens. ja, aber ich stehe an der Brücke auch so beschissen. Ich habe ja schon hier diesen Klotz von der Brücke hier schon so im Sichtbereich. Da schießt keiner drauf im Normalfall. Das ist dumm. das stimmt allerdings. Das lassen wir. Wobei das ist ja wirklich, wie du das vorhin schon gesagt hast, beim Hetzer natürlich echt geil, dass der kein pivotiertes hast, wo du den Deckel offen machen musst. Ja. Und dass es nicht koaxial ist, ne? Das ist ja auch ziemlich geil. Ja, ich finde den. Ja, und ich finde, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich finde das Modell ja total klasse. Und der sowieso. Der ist einmalig. Ja. Klasse. Ja gut, dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Jo, wir sind jetzt durch mit dieser Runde. Gehen wir mal eben kurz ins Detail, was hier passiert ist. Ihr könnt es eigentlich schon erahnen. Hier ist alles von der deutschen Truppe angekommen. Und man hat natürlich hier gesehen, dass der Feind schon auf dem gegenüberliegenden Flussufer Stellung bezieht. Und ist hier aus den Hanomags ausgestiegen. Ich habe jetzt hier das zweite Hanomag nochmal anfahren lassen. Hier sind auch beide Trupps ausgestiegen, beide Grenadiertrupps. Und die anderen Sachen habt ihr ja jetzt im Vorfeld schon gesehen. Also alles sammelt sich hier. Christian hat natürlich die Chance genutzt, um hier den Artillerieschlag anzusagen. Genau, wenn die so schon da sind, dann das ist ja nur einladend. Richtig. Aber muss ja auch noch kommen, ne? Hier müssen wir gleich noch Schaden würfeln, weil hier sind nämlich deine ganzen Miniaturen runtergepurzelt. Da gibt es die eine oder andere Kopfverletzung. Genau. Ja, ansonsten meine sind hier alle im Grunde genommen nur nach vorne gestürmt, die restlichen noch. Genau. Und mein Artillerie-Observer, der musste natürlich die Gelegenheit einfach beim Schopfe packen. Ja, dann würde ich sagen, räumen wir mal die Würfel weg. Und dann gucken wir, ob der Artillerieschlag auch ankommt. Jo. So. Der Artillerieschlag kommt oder kommt nicht. Wir schauen mal. Auf eine 2 kommt er in der nächsten Runde. Das ist schon mal gut. Dann können sich meine Truppen hier natürlich schön ein bisschen verteilen, hoffentlich.
So sieht's aus. Ja. Der Tommy kommt. Tja, dann würde ich sagen, versuche ich mal meinen Flieger reinkommen zu lassen. Oh oh. Moralwurf, ganz normal, weil der ist ja in der Reserve. Und er kommt. So. So, jetzt wird... Ne, gar nicht. Das ist von meiner Seite reinkommt, die Hälfte. Soll man den hinstellen laut Regeln? Ist aber eigentlich Dummfug. Normalerweise soll man die Seitenkante laut Regeln mit einer 1, 2, 3, 4 auswürfeln. Wir haben uns geeinigt, dass wir den Pfeil auf dem Befehlswürfel benutzen. Der hat ja überall einen kleinen Pfeil überall drauf. Und dementsprechend schauen wir mal, wo er rein... Super. Würfel nochmal. Wo er reinkommt. Also, ich würde mal sagen... Rückwärts. Hast du mal einen Laser? Der liegt so auf Richtung Kante. Irgendwo hier gehabt, da. Ja. Ich würde sagen hier. Mhm. Genau, davon dann die Hälfte. Da kommt er rein. Da kommt er rein, wo Blitzflieger hingestellt hat. Zack. So. Genau, jetzt muss ich mir noch ein Ziel aussuchen. Von den vielen. Von den vielen, genau. Was ist mir denn am gefährlichsten? Alles. Also die Autokanonen könnten bis zu einer 8. Der Hetzer ist dann nicht so schön. Joa. Ich probiere es mal mit Gemütlichkeit. Wo ist denn der schlimmste Trupp hier, der mit den 2 MGs? Der ist hier hinten. Am Kübelwagen. Am Kübelwagen. Das hier, ne? Ja. Dann ist das mein Ziel. Den müssen wir stehen lassen. Dann hole ich mal irgendeinen anderen Würfel. So, wir haben die Regeln nochmal schnell Revue passieren lassen. Ist ja neues Regelwerk. Entsprechend findet ihr das, weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, auf der Community-Seite von Warlord. Da ist mehrere Seiten Regelergänzungen zu Bolt Action. Im Text oben steht, dass diese Regeln es nicht ins Buch geschafft haben, dass die eigentlich für die 2. Edition angedacht waren. Und man die natürlich entweder zum Lesen und zum nett drüber lächeln oder ganz einfach auch zum Austauschen des Erb-Servers nehmen kann. Das haben wir jetzt getan und nachdem wir ja die Richtung definiert haben, wie der Flieger reinkommt, kommen wir jetzt dazu, wie er sich darauf zubewegt. Ich habe mir vorher eine Einheit ausgesucht hier vorne. Die ist hier mit dem Sonnenwürfel markiert. Und auf diese Einheit wird sich der Flieger jetzt zubewegen. Genau bis auf 12 Zoll ran. Dort wird er stehen bleiben. Auf dem Weg können sämtliche Waffen, die die Flakregel haben und in Ambush liegen, ihn abfangen. Das heißt, da bleibt er dann stehen, wird beschossen. Und wird er nicht abgeschossen, kann er weiterfliegen bis zu dem Zielpunkt. Dort kann er dann die Einheit beschießen, bleibt stehen und wird dann im Nachhinein natürlich von Einheiten auch noch beschossen. In der nächsten Runde, nachdem ich diesen Zug gemacht habe, muss der Flieger einen Run bekommen. Das heißt, er zieht hoch und geht wieder zurück in die Reserve und kann in der 4. Runde wiederkommen, wenn ich das möchte. Der Flieger wird getroffen auf die 6 und Schaden nimmt er auch auf die 6. Außer halt, wenn man entsprechend mit einem HMG oder
einer 8.8 drauf schießt, die eine entsprechende Penetration hat. Wichtig ist da halt die Flakregel. Und im Nachgang dürfen auch sämtliche Einheiten, die eine Waffe haben, die über 12 Zoll schießt, sprich Gewehre, Sturmgewehre, MGs, die dürfen auch noch auf den Flieger schießen. Und Ziel ist es, 6 Pin-Marker zu verteilen, also 6 mal Schaden zu generieren, weil dieser Schaden, der generiert wird, wird in Pin-Marker umgesetzt, um das Flugzeug zu vertreiben. Das ist Ziel des Gegners. Wenn der Flieger überlebt, kann er hochziehen und beim Hochziehen sammelt er sich und das heißt, wenn er wieder reinkommt aus der Reserve, hat er wieder keine Pin-Marker. Hört sich im Moment erstmal sehr mächtig an. Und wir schauen jetzt mal, wie es funktioniert. Ja, Chris hat sich jetzt entschieden, dass seine Einheit down geht. Das heißt, dementsprechend bekomme ich natürlich einen Malus von +2 auf meinen Trefferwurf. Ein Flugzeug hat generell einen Trefferwurf von 4, weil das natürlich ein schnelles Gefährt ist und man geht davon aus, dass er sehr rasant ist. Deswegen ist nicht die 3+ der Standard-Trefferwurf, sondern die 4+. Und bewaffnet ist das Flugzeug mit 4 leichten Maschinenkanonen und 2 Raketen, wovon ich die Maschinenkanonen natürlich jetzt feuer und eine der Raketen. Das heißt, alles trifft auf die 6. So, eine Maschinenkanonentreffer trifft. Ja, jetzt ist die Frage, werden ja halbiert. Wird aufgerundet oder abgerundet? Die Treffer. Das müssen wir nochmal nachlesen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weil wir haben gerade nochmal auf dem Video nachgeguckt. Das waren 2 Sechsen. Das haben wir leider nicht so schnell gesehen, beziehungsweise ich habe die Würfel zu schnell eingesammelt. Dementsprechend natürlich durch das Down werden die Treffer halbiert. Das heißt, eine kommt an. Das heißt, eine 1 Zoll Schablone trifft. Dann werden auch 3 drin sein, wie man es nimmt, ne? Immer 3 Leute. Nehmen wir es auch. Das sind 3 Leute maximal. Okay. Dann würfel ich einfach mal 3 Leute. Dann kriegen wir das hin. So, jetzt werde ich deine Jungs mal verwunden. Das bedeutet, die eine Maschinenkanone hat getroffen. Wir haben bei diesen Angriffen natürlich auch wieder den Grund, die Jungs nicht ganz zu eng zusammenzustellen. Dann treffen nicht ganz so viele. Die leichte Maschinenkanone hat eine DSK von +2. Das bedeutet, ich treffe dich auf die 3+, beziehungsweise ich verwunde dich auf die 3+. Genau, jetzt hoffe ich, dass bei den 3+en ein paar Sechsen dabei sind. Weil ich will ja die MGs daraus haben. Keine 6, aber 3 Tote. Jo. Nochmal. Sag das nochmal. Ja, 3 Leute sind ja jetzt gefallen von dem 6-Mann-Trupp. Das heißt, ich muss testen. Denk an den Pin. Welchen Pin? Habe ich schon einen? Ja, natürlich. Ich habe dich ja gerade getroffen. Oh. Yes! Siehst du, da hat nur ein Schuss gereicht. Jens, die Würfel sind's nicht. Und dann, wenn ich sie brauche, dann wahrscheinlich auch wieder eine 1. Also, es liegt nicht an den Würfeln. Nein. Das ist egal, mit welchen Würfeln ich würfele. Ja, Christian, dein Flieger war schon mal erfolgreich, obwohl praktisch nur ein Schuss angekommen ist. Ne? Ja, richtig, genau. Ja, dann ziehen wir weiter und weiter geht's. Jo. So, der Chris hat seinen nächsten Würfel gezogen und er schießt schon wieder mit seinem Hetzer. Dieses olle Ding. Immer auf der Jagd. So sieht's aus. Hetzer, hetzen. Ja, der hetzt. Ne? So, es geht auf Christian sein Spähfahrzeug. Wir haben die Distanz verkürzt, aber wird immer noch kurz sein. Point Blank ist das, glaube ich, nicht. Nee. Das Spähfahrzeug steht nämlich hier und ihr seht im hinteren Bereich ja den Hetzer. Also 6 Zoll sind es definitiv nicht. Aber weißt du, was du jetzt machen könntest? Ah, yo, danke. Ricky-Regel einsetzen. Oh. Fällt mir gerade ein. Bringt mir das was? So. Ich
Ich habe einen Befehlstest gemacht auf den Hetzerbeschuss. Genau. Habe meinen Recce Move benutzt. Von hier. Genau, bin von dort. Also Christian hat seinen Befehlstest bestanden, durfte den Recce machen. Genau, und habe Mhm. mich da hinter das Haus gestellt, so dass der Hetzer mit seiner Kanone nicht auf mich schießen kann. Genau. So, jetzt möchtest du mit dem MG des Hetzers noch auf wahrscheinlich die Infanterie geradeaus, ne? Gerade die Infanterie eben, ne, wäre ja schön doof, sind 23. Also lange Reichweite Lange Reichweite. und bewegt. Und bewegt, genau. Bis die 5. 6 Schuss. MG. Ich will. Naja, eine. Ja, dann. Ich wollte gerade mal überlegen, ob ich down gehe, aber eine. Doing, Ach so, und deshalb hast du so aus. Ja, genau. Du hast zu schnell gewürfelt. Okay. Ja, Aber macht nichts. Komm, jetzt eine 4, weil ist ein Veteran. dann ist es doch die 5, ne? Deswegen würfelst du jetzt eine 4. Eine 1 sogar, das ist ja noch Jens, besser. Was ist denn los? Also, die Würfel sind gegen mich. Der Jens hat bestimmt die 6 schon rausgewürfelt. Ich sehe es schon. Ich werde hier boykottiert wieder. Aber du kriegst einen Pin, ne? Getroffen ist getroffen. Schade, jetzt wollte ich mit dem Objektiv wackeln, aber es hat nicht funktioniert. Nee, dann macht er nicht mehr. Ah, diese doofe Kamera. Ein grüner Würfel nach dem Hetzer. Jetzt schaue ich mal, ob ich mit dem kleinen Tetraich den Hetzer in den Popo treten kann. Ja. Versuch macht klug, ne? So sieht's aus. Ja, werde ich entsprechend ein kleines bisschen 90 Grad zack, ranfahren. Jo, ich schmeiß mal ab. Aber Dann, das wäre nett, genau. 23. Ja! Short. 4 plus. Jo. Versuch's mal. Jens, wünsch mir Glück. 6. Ich weiß nicht, was du hast. Die funktionieren. Sowas von super. Super. Deine Würfel haben vorher auch schon funktioniert. Ja, super, ne? Dann, gut. 5 plus Schadenswurf. Ja, das hier. Ja, ist wieder die 7. Ja, hätte ich vielleicht gleich einen anderen Würfel genommen. Hätte die 6 ja schon rausgewürfelt. Genau, aber nichtsdestotrotz ein Pinmarker, den darfst du gerne noch bekommen. Ja, dann Erhält die Stellung. der nächste Würfel, bitte. Grau. Ja, dann werde ich mal den Offizier aktivieren mit einem Snap to Action. Schnapptu. Was möchtest du denn schnappen? Ja, ich werde jetzt erstmal diesen Trupp hier noch weiter vorziehen. Weil ich dem Lack habe nicht vergessen, meinen Artillerieschlag zu versetzen. Mhm. So, jetzt mal machen den Vorrücken bis hierhin. Das ist natürlich immer ein bisschen friedlich jetzt. So, dann werde ich mal versuchen, ein paar Schüsse unterzubringen. Auf die Angepinnten wahrscheinlich. die Ne? angepinnten, genau. Ja, dann hau rein. Guck auf die Reichweite. Ach, Passt leider nicht. was? Nee, das sind ja nur Gewehre. Ach so, haben die gar kein MG. Ein Sturmgewehr? Nee, die hast du mir weggeschossen. Und sogar Upsi. nur noch zwei Sturmgewehre dabei, die haben ja nur eine 18. Kann man nichts So machen. what? Ja, und die Panzerfäuste kann ich auch nicht anbringen, weil das ist ja noch kürzer. Ja, dann würde ich doch dich bitten, den nächsten Würfel zu ziehen. Nee, ich Ach so, du hast ja lege das jetzt noch Natur. die, Ja. den Offizier. Die gehen wir einfach hier mit an die Seite.
So, jetzt kann ich noch einen Würfel ziehen. So, Christian hat jetzt hier seine Truppen vorgerückt und versucht jetzt hier die erste Krenny-Einheit der Deutschen zu beschießen. Da sind wir in 16 Zoll, das heißt, das MG ist auf kurze Reichweite. Mhm. Und die Gewehre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gewehre schießen auf lange Reichweite. Mhm. 4 Schuss. Und 6 Gewehre. Das bedeutet, wir haben durch die Brücke leichte Deckung, haben wir uns gerade geeinigt. Bewegt ist die 4, leichte Deckung ist die 5, die Gewehre auf die 6, das MG auf die 5. Mhm. Das heißt grün 5, blau 6. So. Blau ist Nix. gar nichts. Eine Einer. 6. Das heißt auf alle Fälle schon mal den obligatorischen. So, dann haben wir hier Veteran. Eine Und 6. kannst sogar picken. Ein 3. Einer weniger und ein Pin. So, der eine Trupp, der sich ja hier hochgeschlichen hatte, ist jetzt weiter vorgerückt und nutzt jetzt die günstige Position aus, um von hier oben auf die Truppe, die sich jetzt hier in der Barrikade verschanzt hat, zu beschießen. Und dann wird es natürlich auch schwierig mit Deckung für die Jungs. Und wir haben hier aber überall... Was steht denn da hinten? Ich glaube, da ist Dens Terrain vor. Ist er im Baum gewachsen oder wie? Ja, sieh ja. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gewehrschützen. Ja. Der MP-Mann schafft es nicht. Ich würde sagen, auch nein, nee. Reichweite hat das gemessen? Ja, ist alles lang. Das ist gut. Bewegt und lang? Das ist 5, ne? Genau. Und du musst noch durch Dens Terrain schießen? Hatten wir ja gerade gesagt. Ja. Nein, 5. 5, genau. Oh, yes. Oh, Yes. du hast die Jetzt Grünen aber genommen, das sind meine. Aber halt, es sind nur erstmal die Treffer. Wir wollen noch nicht den Tag vom Abend loben, ne? So. So, wir sind geht um die Veteranen, Verwundung. die 5 haben Helme auf, die 6. Helme haben sie noch nicht mal. Das stimmt, die haben Baretts, die Dumms. Die leuchten. Die leuchten. Ja, ja, deswegen triffst du jetzt auch. Und? Einer. Einer, ja, komm, den kann ich verschmerzen. Und ein Pin. War eine 5, ne? Keine 6, genau. Ach, was nehmen wir denn? Ich nehme. Ja. Komm. Das ist der Ja, erste Verlust hier für dich, oder? ja, stimmt. Der erste Verlust. Du hast schlecht. Muss besser laufen. Jens, wir brauchen mehr Würfe. Nicht die Quantität muss stimmen. Ja, ja. Ja, dann werde ich hier die Jungs mal ein bisschen bewegen. Wenn ich das getan habe, dann schalten wir die Kamera wieder ein. So, Chris hat den nächsten gezogen, nachdem ich meine beiden Einheiten mit einem Snap 2 hier nach vorne gezogen habe. Bewegt er jetzt sein Waffendollar-Team. Dollar. Ja, so schreiben sie es immer. Ja. Das Waffendollar-Team. Das Waffendollar-Team nach vorne. Dollar. So, dann wird das Dollar-Team jetzt auch gleich mal schießen. Ja, auch leichte Deckung, ne, durch diese Engstelle. Aber Bewegt. natürlich auf die Und Truppe hier. ja, natürlich, das andere macht keinen Sinn. Durchschießen ist schlecht. Auf die? Nee, ne? Auf die wollte ich gerade sagen. Die auf der Brücke sind. Genau. Wir haben einmal das MG, das ist sogar kurz. So, und Der Rest ist lang, ne? haben wir
Ja, das ist lang. Und wo ist die MP? Die ist in der Mitte. Ja, wenn der vordere schon bei 13 ist. Wir haben ja leider keine Long-Range-MPs. Ja, dann mache ich zuerst mal das LMG. Mhm. So 5 Schuss. Was haben wir gesagt? Auf die 4? Nein, auf 4, auf die 5. 5. Wegen Leichtdeckung. Eine 6. Ui. Die safen wir schon mal. Und dann haben wir noch einer Slaughter und 3 Gewehrschüsse. Lang auf die 6. Nein. Also bleibt es bei einem MG-Schuss und dann auf die 5. Nein. Schmeiß ich den Pin schon weg. Danke dir. Ja. Zack. Naja, Pin ist Ein Pin. Naja, wir haben Ja gerade gut, schon sie eben- laufen ja auch, ne? Guck mal hier, der mit dem MG, der rennt und ne, das ist Ja. halt, ne? Wir haben ja auch gerade schon eben gesagt, off-cam, dass Veteran gegen Veteran, das ist ja natürlich immer besonders knackig. Ja, natürlich. Das ist so. Die Verluste sind da nicht so krass, wenn ich gerade so ein Flieger kommt. Ne? Ja, da ist der Flieger nämlich, wenn du es mal so nimmst für die Veteranen, Gold wert. ja, Ja. sonst. Ja, obwohl, ich habe mir ja bei der Massenbewaffnung mehr ausgemalt, was da ankommt. Ja, aber ich habe dir das. Weil getötet habe ich dir jetzt nur dadurch, dass du gerade den Moraltest verkackt hast. Ja, klar, aber auch das kann ja dann passieren. Und du hast Ja, dann natürlich, nur klar. einen Schuss untergebracht. Letztendlich. Durch genau. das Down, was ich ja noch gemacht habe. Und ich hatte ja nur einen Pin verteilt für den HE-Schuss. Es hätten ja auch 2 Pins noch werden können. Ja, gut. Also gut, schlecht ist das nicht, aber dafür, dass der Flieger fast 250 Punkte kostet, ist natürlich auch schon teuer. Ne? Das ist halt nicht wie der Luftobserver, der für 75 Punkte einmal dann so einen Schlag holt. Dafür kommt er natürlich auch öfter. Ne? Eben, ne? Und du hast ja sowieso, auch wenn du jetzt vergleichst, die Truppen gegeneinander sind die ja gleichwertig. Ja, ja, definitiv. Also immer noch mit den Fahrzeugen auch alleine. Ne? Mhm. Von daher. Das war das Spiel. Ja, dann gucke ich mal, ob mein Sniper diesmal was treffen kann. Ich schieße mit meinem Sniper, der hier vorne im Haus steht, auf den vorderen Trupp hier. Entfernung 23. 23, ja. Das bedeutet auf die 4. Mhm. Genau. Eine 5. Okay. Mensch, ich treffe mal. Aber jetzt kommt bestimmt auch keine. Doch, und noch eine 5. Das ist ein 5er-Würfel, den behalte ich. So. Exceptional Damage, ne? Ist da irgendwas Besonderes drin? Ja klar, das sind Panzerfäuste und der NCO hat eine MP. Und ach nee, Entschuldigung, 2 Sturmgewehre, 2 Panzerfäuste und eine. Hast du einen mit Sturmgewehr und Panzerfaust? Nee, habe ich meistens nicht ausgerüstet. Verdammt! Also Panzerfäuste sind an den Gewehrschützen hier. Ja. Nimm mal eine Panzerfaust weg. Okay. Jo. Gut. Dann würde ich sagen, next guy. Nächster. Johi, Wo ist der Würfel? Hier, ne? Ja, genau. Du kennst mich doch. Ja. Ja, mal gucken. Mal wieder schnell ein mehr oder ein weniger. Ungewollt. Oder man hat wieder einen Würfel über und findet die Einheit nicht dazu. Genau. Das Ja, ist dein letzter da, das ne? ist mein letzter. Guck mal rein. Ari. Ja, das sind dann nur noch meine Würfel. Alles klar. Das ist dein Ariman. Ja, den Ariman lasse ich einfach mal nach unten rennen, weil das Einzige, was der noch machen kann, nachdem er den Schlag angefordert hat, ist sich verstecken. Jo. Gut. Das bedeutet, ich rücke mit den restlichen Truppen vor. Genau. So, dann fangen wir an mit dem Hanomag, was gepinnt ist. Das heißt, wir müssen es entpinnen. Oh, 2 Einsen. Kannst du alle Pins wegnehmen. Alle einen. Alle einpinnen. So, jetzt muss ich nur aufpassen, weil es ist keine Einheit mehr drin. Ich darf nicht zu nah an deine Truppen kommen und werde deshalb auch nur auf Höhe des Hetzers vorrücken.
Und werde mit dem MMG jetzt hier auf diese Truppe schießen. Da haben wir 14,5. Schießt du mal nicht auf den Flieger, das ist gut. Nein, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt mit den MGs, auch wenn ich den zweiten Hanomag verwende, Ja, das stimmt. Die 6 Dinger runterschieße. Dann habe ich die ganzen MGs verballert und in der nächsten Runde sind seine Truppen an meinen Fahrzeugen dran. Aber das war mein Plan. ja, dass klar. du die... Das ist mir schon klar. Deshalb versuchst du mich ja nochmal zu überreden. Ja, natürlich. Ich sehe die Taktik. So, 4, 5, 6. So, das war erstmal der erste. So, wir haben uns bewegt. Das ist die 4. Und du hast noch die Deckung. Das ist die 5 wieder. So Klar. läuft's. 4 sieht gut aus, aber nützt uns leider nicht. Nee, das stimmt allerdings. Okay. Dann wäre hier noch dein Hanomag, dein MG-Team und Kübel. der Kübel. Der Kübel kann aber sowieso nichts machen. Weil Ach, der hat auch gar keine Waffe, ne? Nee, das ist noch einer Transporter. Der kann nichts machen. Der stellt sich einfach hier so hin. So, das MMG-Team müsste man mal irgendwie vernünftig jetzt positionieren. Ich habe eigentlich auch einen Plan, wohin die Reise hingehen soll. Aber es braucht natürlich noch. Zack. Lass mich raten, die wollen in die Geschützstellung. Ja, wenn sie es mal irgendwann schaffen, ne? So, und dann haben wir noch den Hanomag. So sieht's aus. Ja. Gut, die Straße ist halt so breit, wie sie breit ist, ne? Ja. Ist natürlich jetzt schwierig, noch irgendwo was unterzubringen. Wie machen wir das denn am schlausten? Hätte man an Amphibien am Hanomag genommen. Ja, ich werde den einfach hier, naja, hier ist dein Arischlag auch noch, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, fahr mal ruhig rein. Ich könnte natürlich richtig Druck aufbauen von der Seite hier. Ich lasse den mal hier runterfahren. Mhm. Mit dem Vorrücken. Zack. Und würde ja, einfach hier in sein... Wenn er das schafft. Ja, schafft er gerade so. 31. Du Ja, kommst also ja. so ein bisschen noch hier rein in den Sniper. Einfach mal versuchen. Okay, das heißt, wir haben wieder 6 Schuss, ne? Dann habe ich mich bewegt, ist die 4. Du bist ein kleines Team, ist die 5. Ja, dann kriegst du ja von dem Haus trotzdem eigentlich auch Deckung, ne? Ja, Auch wenn ja. das jetzt hier oben offen ist, kriegst du trotzdem leichte Deckung, oder? Weil eigentlich sehe ich dich ja voll, ne? Aber du durch das Ding hier, ne? Durch das Haus, was davor steht, okay. Das ist Vereinbarungssache, genau. Also hier, weil hier sind Ja. die, sonst wärst du ja eigentlich frei. Okay, also die 6. Nein. Nix, Jens, was ist da los? Bisher überzeugen mich leider die Würfel nicht. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir es, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Nächste Runde. Jo. Runde 3 dann schon. Wir räumen auf und kommen wieder. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, hier liegen viele rote Würfel. Christian hat ordentlich zugeschlagen. Er hat keine Einheit jetzt komplett beschädigt, dafür halt auch übel Pin ausgeteilt. Hier 3, 3. Gut, Fahrzeuge ging noch, aber hier Infanterietrupp 5. Kübler 3 abgekriegt, Offizier nur 1 und Hanomag auch 1. Aber eigentlich sehr gut, finde ich.
Gut gepinnt, ja, aber bei der Masse an Einheiten, die ich hätte treffen können, nicht eine 6, ist natürlich ein kleines bisschen enttäuschend, aber ich freue mich jetzt erstmal, dass du ein kleines bisschen verlangsamst. Richtig, genau. Genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Geht's In los. die dritte Runde. Der Chris hat einen Würfel gezogen, hat den Hetzer ein kleines Stück vorbewegt. Ein Befehlstest natürlich entsprechend bestanden und möchte jetzt auf meinen Tetrarch schießen. Ja, mal gucken, ob es klappt. Genau. Das heißt, du schießt bewegt auf die 4, Pin auf die 5. Jo. Nein. Nein. Dann versuche ich noch mit dem MG auf diesen Trupp. Dann profitiert er aber nicht mehr wirklich von Deckung, ne? Wie siehst du das? Mach mal hier eben einmal mit dem Laser, aber ich glaube nein. Müssten ja mehr als 3 hinter der Balustrade hier sein. Mhm. Ja, weil die sind ja jetzt hier praktisch auch hier neben der Straße, die Kollegen. Genau. Ne? Ja, Nein, das sehe ich genügend. genau. Okay, dann haben wir wenigstens da noch eine Möglichkeit, was zu machen. Genau, kurze Reichweite, bewegt, ist die 4, ne? Genau. Ah, weißt du was? Die werfen sich hin. Machen wir auf die 6. Ja. Holen wir gleich raus, Würfel erstmal. Gleich raus. Einer. Noch eine 6. Mal schauen, was das für ein Kamerad ist. Oder nicht. Keiner. Dann geht die Pins hoch auf 2. Ach, die hatten schon einen Pin, ja, das reicht. Und ich ziehe dir jetzt noch einen Wirbel daraus. Ja, der Hetzer ärgert gut, ne? Aber Ja, wie gesagt, es ich finde den toll. führt zwar jetzt noch nicht wirklich zu so einem Ergebnis, aber immerhin. Genau. Gut, weiter geht's. Ich hatte ja ein Snap to Action gemacht. Mhm. Das heißt, ich versuche jetzt hier auch mit dem Hanumak noch eine Aktion. Er hat auch einen Pin. Mit einer 7 passiert das, Ist der weg? was du mit ihm machen möchtest. Aber du hast deinen Hetzer doof hingestellt. Ja, das stimmt schon. Ich fahre einfach hier nur ein bisschen am Rand. Klack und versuche Ja. einfach diesen Down-Trupp zu beschießen nochmal. Mhm. Das heißt wieder auf die 6. Ja. Nix. Hätten sogar noch Deckung gehabt. Und dein Offizier darf auch noch, ne? Und mein Offizier. Den muss ich erstmal entpinnen, dass der eine Aktion machen kann. Jo. Oh ja, mit einer 5. So, und dann würde ich. Tja. Das ist natürlich auch ein bisschen. Also ich werde mich halt auf jeden Fall bewegen. Ich guck mal, wie ich das jetzt mache. So, ich musste hier leider, wie man sich schon fast gedacht hat, einen Rallye-Befehl aussprechen, weil die Einheit hatte ja 5 Pins. Hat auch alles funktioniert. Ich bin auf nur eine Runde. Hat mich natürlich jetzt eine Runde für die Einheit gekostet. Und Christian möchte jetzt zurückschießen. Genau. Mit dem Tetrarch. Auf den Hetzer natürlich. Genau. Kurze Reichweite, ich bleib stehen, das ist die 3. Ja, dann würfel erstmal eine Schauen wir mal, 3. was die würfeln können, aber ich nehme diesmal grün. Mal schauen. Ja, bei dir macht das keinen Ach, das glaube ich nicht. Treffer ist es. Ja, Treffer ist es. 3. Plus 5. Hast du eine 8? Ich habe eine 9 Panzerung. Du triffst ja nicht die Seite. Nee.
Dann wär's. Ja, genau. Ja, aber PIN, ne? Stimmt. Das dürfen wir nicht vergessen. Da sind wir wieder bei 2. Kein Fahrzeug ausgeschaltet, das hatten wir aber auch noch nie, oder? Nee, das stimmt. Das ging sonst auch immer viel deutlich schneller, ne? Ja gut, dann machen wir mal hier einen Zieher. Und es ist der Brite. Der Brite. Christian überlegt. Genau. Und wir schauen. So, wir haben hier noch eine Aktion von Christian. Er ist jetzt hier mit seinem Spähfahrzeug von der Position hier rumgefahren. Genau. Und hat sich hier positioniert, etwas erhöht, damit er den Hetzer auch im vollen Licht sieht, ohne Deckung. Und kann ihn natürlich jetzt von der Seite treffen. Das ist natürlich für den Hetzer tödlich, weil die Seite bei dem Hetzer genauso behandelt wird, wie wenn er im Rücken getroffen wird. Ja, und Christian würfelt eine 2. mit 2. Nothing. Habe ich Drüber doch ein geschossen. Schwein gehabt. Verdammt! Das ist nur, weil der Hetzer so wie so ein dicker, fetter Pfannekuchen. Ja, das ist ein Flunder. Perfekt. Ja, du hast ja nur Koaxial, ne? Hast ja nichts. Nee, hat leider nur Koax, ja, genau. Dafür ist es natürlich ein Fahrzeug mit 8 Plus. Also ich finde den für so ein Spähfahrzeug schon ziemlich mächtig. Das stimmt. Genau, ja. Ja, die Waffendollar Dollar-Einheit. hat es nicht gebacken bekommen. Ich wollte ein Advanced machen, aber leider nur ein Down. Und Christian ist jetzt hier mit dieser Einheit vorgerückt. Mit dem Und- Flammenwerfer. Und jetzt versuche ich den Hetzer mal zu grillen. Meinst du, das funktioniert jetzt? Wir schauen mal. Point Blank. Ja. Ich habe mich bewegt. Ist auf die 3. Mhm. Getroffen habe ich schon mal. So, ich habe ja abschließend gerade hier mit dem Flammenwerfer geschossen. Der hat auch getroffen. Ich habe eine 5 gewürfelt beim Auswürfeln des Schadenswertes. Der Flammenwerfer gibt +3, ist die 8. Aber die Sonderregel besagt, immer gegen die Dachpanzerung. Dadurch wird der DSK um 1 erhöht. Dann haben wir einen oberflächlichen Schaden generiert. Den habe ich leider mit einer 2 nicht bestanden, weil es ist ja ein W6 -3. Und habe ihm allerdings gerade Ordentlich Pins W3 gegeben. plus einen Pin vergeben, sprich 4 Pins dazugegeben. Das tut mir in der Seele schon mal gut. Ja, das heißt, ich werde dann Rallye-Befehl machen müssen, wenn er nicht vorher schon ausgeschaltet wird. Wir schauen. So, wir haben hier nochmal eben einen kleinen Disput gehabt, sage ich jetzt mal, eine kleine Diskussion bezüglich der Brücke allgemein, weil eine Brücke eigentlich per Definition ja eigentlich ein Gebäude ist. Aber hier auf diesen Plattformen dachten wir erst, wir können die Dachregel anwenden, aber das beißt sich halt irgendwie. Also wir machen es jetzt so, weil wir das jetzt nicht genauer jetzt in den Regeln definieren konnten, dass die einzelnen richtigen Gebäude, also die jeweils von jeder Seite eine Wand haben mit Fenstern, auch mit den Gebäuderegeln gespielt werden. Und die Plattform draußen im Prinzip jetzt in dem Fall, weil es jetzt hier nur ein Geländer ist, wo auch keine Platten eingebaut sind, dass die weiterhin leichte Deckung geben, so wie wir es auch jetzt gerade schon gespielt haben. Und die anderen Barrikaden hier an der Brücke in dem Fall schwere Deckung geben würden, wenn man dahinter steht, weil die hier dicht sind. Und ich denke, damit Genau. sind wir konform, ne? Ja. Gut, und Christa will wie gesagt jetzt hier endlich schießen mit den Kameraden in der Sandsackstellung auf die hier oben. Genau, das bedeutet LMG kurz, Gewehre lang, wie vorhin gehabt. Dementsprechend sind es 1, 2, 3, 4, 5 Mann und das LMG. Nein, ich bin kein Deutscher. So, dann haben wir hier 5. Und dann nehmen wir 4 mal grün. Grün ist das LMG. Das schießt auf die 3 und die anderen auf die 4. Stimmt nicht, wir hatten gesagt, leichte Deckung. Richtig. Genau, 5 und 4. 1, 2,
3 Treffer. Club der Veteranen. Ein Treffer. Kannst Was? sogar picken. Was war denn da drin? Eigentlich das, was du siehst, ne? Ja, super. Was ich sehe. Du siehst nichts, also geht nichts Warte, raus. ich nehme meine Brille, dann sehe ich auch was. Wir haben MP, wir haben Panzerfaust. Ja, das war's. 2 Panzerfäuste und NCO mit MP. Zack. Hast du immer noch so viel Angst vor meinen Panzerfäusten? Die MP ist doch nicht in Reichweite. Ja, das ist der NCO. Der gute deutsche NCO, Ja, der genau. dann direkt ersetzt wird. Super. Hier. Okay. Das ist ein Frell. Ja, Ein Pin. ein Pin wäre auch nicht schlecht, ja. Ja. Kannst du aber auch Hätte noch vergessen, wenn du willst. Ja. Ja, und wir ziehen einfach mal die nächste Würfel. Christian kann weitermachen. So. Stimmt. Ja, Christian, sein Sniper ist wieder aktiv und versucht hier das MMG, was eben die Stellung bezogen hat, auszuschalten. Achso, ja, eine Messung wäre auch nicht schlecht, ne? Mischung, genau. Wir sind bei 23. Lange Reichweite. Jo, dann würfel mal. Genau. Oh. Ja, noch so ein Ding. Veteran oder regulär? Regulär. Ja. Ping, Pong, Pong. Ja, es hat 3 Runden gebraucht, um hier reinzukommen. Und dann war es das auch direkt, zum Glück Exceptional Damage macht. Ja. Sayonara. So, ich wollte hier versuchen, für einen Beschuss den Hanomag zu entpinnen und es ist mir ein Fuba gelungen. Da freuen wir uns. Juhu! Und das werden wir jetzt einmal erwürfeln, das Ergebnis. So, ich nehme jetzt keinen Jens-Würfel, sondern einen japanischen. 1, Eigenbeschuss, da freuen wir uns. Bewegt sich nicht, eröffnet das Feuer gegen eine verbündete Einheit. Der Gegner kontrolliert die feuernde Einheit. Yippie! So, dann darfst du das Ziel wählen. Innerhalb von 12 Zoll. Ja, da bleibt mir nicht so viel über, ne? Das ist ja im Grunde genommen dein Kübi. Sonst ist ja nichts mehr hier in der Nähe. Softskin, passt ja dann noch. Genau. Ja, dann schieß doch mal gegen deinen Kübel. Ja. Du. Ja, ich. 5 Schuss oder was? Ja, ich will nicht derjenige sein, der den zum Unabhängig bringt. 6 Schuss ist ja. Ach ja, MMG. Sagenhaft. Ist kurze Reichweite? Ja, das ist ja fast. Das ist ja eigentlich fast Dingsbums. Wo ist denn hier der Mess? Der Messpyronik. Ja. Du meinst, es wären nur 6 Zoll? Sicherheit. Aber sowas von nur 6 Jo. Zoll. Ja, dann ist es die 2, ne? Jo. Ja, dann wird er jetzt. Komm hier, dann nimm wenigstens auf, was der ich wird- würfel. Der wird sich jetzt vom Acker machen. Ja, da ist doch die 6. Bums. Muss ich die 6 nicht beim Schadenswurf würfeln? Treffer 6. Ja, stimmt, du hast getroffen. Ne, warte mal, wie viel hast du denn jetzt getroffen? 4 Stück. Okay, ja, dann hast du es nicht geschafft. Jo, hast recht. Ja, ich war schon wieder einen Schritt weiter. Weil ich gerade schon wieder so perplex war, dass der Kübel natürlich hier hinten steht. Aber ich gebe dir gerne einen Pin. Ja, der ist auch ein Pin schon. Ach, da ist ein Pin. Ja, klar, der hat doch schon 3. Der gewinnt hier auch keinen Krieg mehr. So, 4. Ja, Christian, kannst du mal hier die restlichen ziehen? Bei mir dürfte ja auch nicht mehr so viel drin sein. Ich hätte einen grünen. Ja, Ein grauer ist noch drin. ich muss auch sagen, das war für mich auch eine so bescheidene Runde. Also du hast schon mit dem Ari-Schlag, Ja, deswegen. Ne? hast du mir das schon so richtig versaut hier. Tut mir ehrlich leid. So, was hast du denn hier noch so Ich bin Feines? gerade am Überlegen.
Mit denen habe ich doch vorhin schon geschossen. Geschossen, Da hab ich vergessen, wer da den lag der Würfel, ja. ja. Ja, genau. Was denn Ari, den Offizier? Diese Und Truppe die hier? Einheit, genau. Ja, das reicht ja, oder? Ja, ich würde sagen, ne? Dein Flieger kommt ja erst in der nächsten Runde. So sieht's aus. Hast du mal den Messstab da. Messstab da? Ist er. Ich habe heute irgendwie den zweiten verlegt. Ja, ja. Das geht auch so. Jo, dann mal ein Vorrücken, ne? Genau. Ja, ich glaube, die haben es auch schon geschafft, die Schranke hochzumachen, oder? Was meinst du? Ja, ich denke, ne? Jo, dann würde ich auf die Einheit schießen. Ja. Mach Der du mal die erste, Schranke hoch. Der ähm, erste ist in 11 Zoll. 11 Zoll. Das heißt, Da waren ja jetzt. zweite ist Gut, der erste ist ja Der auch zweite das ist MG. auch noch in 12 Zoll. Das erste, das ist MG. Das ist aber auf alle Fälle kurz. Der Ist auch zweite noch ist doch kurz. der Loader. Der zweite muss ja der Loader Stimmt, sein, ist ja der weil Loader. sonst kannst du den nicht schießen. Genau, dann sind die Gewehre. Lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lang. Das heißt, das sind die 5. Und das MG ist kurz. Das ist die 4. Hast du bewegt und die Deckung, ne? 3, bewegt 4, Deckung 5. Ja. Und lange Reichweite 6. Das heißt, Die einer Klauen. und noch einer. Die Deckung hatte ich ehrlich gesagt vergessen. Genau, mir gerade ein. Ja. 2 Treffer ist auf alle Fälle schon mal ein Pin. Auf die 5. Einer ist tot und gepickt. Ja, also heute pickst du mir auch ständig Sachen raus, ne? Danke, Das ist nicht schön. Also ich bin sehr unzufrieden, Jens, mit deinen Würfeln. Ich bin total zufrieden damit. Irgendwas läuft schief. Ja, was willst du picken? Sturmgewehr oder MP oder Panzerfaust? Ich nehme die Panzerfaust. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Jo, dann geht die Panzerfaust nach Hause und wir kriegen hier noch einen Pin. Ja, schön. Schön, schön. Grau. Ja. Soll ich denn den Kübelwagen losschicken oder was? Kannst du den Kübel einpinnen? Ist auch noch der, oder? Guck mal eben rein. Nein, du hast nur noch einen. Ja. Das ist der letzte. Dann mache ich hier einen Rallye-Befehl. Warte, ich bringe dir 2 Würfel mit, kannst du dafür machen. Ich habe hier 2 gute von Ach. Jens. Das ist doch super. Da sind bestimmt noch ein paar 6 drin. So auf dem unmodifizierten. Der ist regulär, ne? Ja, aber Gott sei Dank ist der Offizier hier oben. Sonst wäre es ja richtig peinlich, ey. Alter Schwede, ey, ich kann nicht mehr. So. Unter Genau. der Brücke, man Unter sieht der die 5 Brücke. noch. Man sieht sie, die 5. Ja. Okay, dann geht er nach Hause. Eine ganz knappe Geschichte. So, dann, wenn ich die 5 brauche, kommen sie nicht, ne? Ich liebe Ja. es, wenn ein Plan funktioniert. Mhm. Eigentlich brauche ich jetzt eine Zigarre. Was hast du denn noch? Wie viele Würfel? 2. 2? Ja. Offizier Und und der Freckel, der mir heute das ganze Spiel versaut hat dahin. ja, den Offizier. Offizier. Was mache ich denn mit dem Offizier? Den Offizier lasse ich da stehen, damit er die gleich anschreien kann. Mhm. Das heißt, ich mache einen Down und hier der Junge ist ja und so obsolet. Also können wir uns verabschieden Genau. in dieser Runde. Bis gleich.
So, 4. Runde. Erste Würfel gehört den Deutschen. Wir haben direkt den Hetzer natürlich mit dem Rallye-Befehl ausgestattet und die Pins reduziert. Er hat nur noch 2. Und Christian hat den nächsten Würfel und kommt natürlich wieder mit seinem Flugzeug. Ich setze natürlich entsprechend wieder den Advance und schaue mal, von welcher Seite er diesmal reinkommt. Achso, zuerst muss ich natürlich sagen, welche Einheit greife ich denn überhaupt an? Ich glaube, ich nehme hier die Waffendollar. Die Dollar, okay. Genau. Mal schauen, von wo er kommt. Zack. Wir kommen diesmal von dort. Hier auf die Hälfte. Wie so ein Aasgeier, der hier seine Kreise dreht. Genau. Schrecklich. Hast du irgendwelche Flakwaffen auf Ambush? Konnte ich mich ja jetzt die ganze Zeit so ausruhen mit meinen Waffen. Genau. Zack. Auf 12 so ran. Ja, und werde dann mal meine Rakete und meine 4 Autokanonen auf deine Jungs schießen. Da die 3 Pins haben, gehe ich down. Das ist jetzt eine Einheit, die leider... Ja gut, man merkt halt wirklich mit dieser Flugzeuggeschichte, das ist schon gut umgesetzt. Auf alle Fälle. Ja, ja. Es fühlt sich halt... Das fällt mir vom Realismus schon ziemlich gut an. Ja. Weil, klar, wenn so ein Flieger kommt, passiert ja einiges. Ne? Ja. Viele werfen sich in den Dreck, hätte ich fast gesagt. Ein paar schießen. Ein paar schießen drauf. Die Möglichkeit hast du ja auch noch, darauf zu schießen. Ne? Jetzt kann man sich halt... Ich schieße jetzt erstmal die Autokanonen gegen die 6. Ja, eine Autokanone haben wir schon mal. Und die letzte Rakete, ne? genau, die letzte Rakete. Die trifft auch. Wieder 2. Genau, das ist eine 4 Zoll Schablone. Gut, dass die diesmal in einer Reihe stehen, aber leider auch trotzdem zu dicht. 5. Ja. 5. Durch den Down wird es natürlich halbiert. Ja. Genau. Was wir vorhin nachgucken wollten, wird up oder down gerundet. Ich meine down, ne? Ich glaube, wird abgerundet. Wir entscheiden es einfach mal so Genau. fürs Protokoll. Wollen jetzt nicht nochmal nachschauen. Solange man sich einigt, ist es ja in Ordnung. Genau. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken, was der HE 4 Zoll für ein DSK hat. Ich meine 4. Aber genau. Die blauen vom HE-Treffer gehen auf die 2. Und der grüne auf die 3. Für die Verwundung. Ja. 3 Verwundungen und W6 Pins. Also, Super Würfel! Christian übernimmt die Würfel von Jens. Ich kann damit leider nichts anfangen. Ja, damit haben die Jungs 9 Pins. Ich hole mal noch einen Würfel. Da war jetzt auch nur 3 normale raus, ne, die ich mir jetzt aussuchen konnte. War jetzt nichts mit Picken. Nö. Okay. Aber sind halt reduziert auf 3 von 6. Ja gut, das heißt ja natürlich, Du darfst würfeln. ich darf würfeln, ne? Gegen die 9 Pins. Fanatic, bringt mir das jetzt was? Nein, Ne? ist kein Nahkampf. Schade. Ja, ich würfel mal, obwohl man sich glaube eigentlich schenken kann. Komm, mit 2 Einsen schaffst du es. Ja, 2 Einsen, das wäre natürlich ein lucky Ding, ne? Aber Lucky Headshot. ich hätte sogar schon fast den Fuba gesehen. Da wärst du direkt von der Brücke gesprungen. tun sie Alter so Schwede, ja. Also das ist auch schon wieder eine absolute Frechheit, ne? Meine Waffen-Dollar-Einheit, die ordentlich Punkte gekostet hat, die so hässlich massakriert wurde. Hast du nicht noch eine Waffendollar? Die hier oben Ja, auch noch klar. Waffendollar, oder nicht? Zeig da nicht so mit dem Finger drauf. Sind die als nächstes weg. 119 Punkte, naja. Ich habe aber keine Rakete mehr. War die letzte. Wow. Ja. Ja gut, so ist das halt, ne? So ist das Leben. Der Hanomag hatte gerade seinen Würfel gezogen.
Der ist von der einen Seite der Brücke auf die andere Seite gefahren und hat den Sniper-Trupp beschossen. Genau. 2 Gewehrschützen sind rausgeschossen. Nicht Sniper, Flammenwerfer. Den Flammenwerfer-Trupp, Entschuldigung. Und diesmal haben die Würfel sogar einigermaßen gut gewürfelt. Ja, das erste Mal gab es mal wieder ein paar Verluste auf britischer Seite. Sind wir bei ganzen 3 Kameraden. Genau. So, ich muss jetzt noch den angeschlagenen Granny-Trupp entpinnen. Der hat einen Pin und will die Jungs für den Advance begeistern. 2, 3, 5, das packen sie. Dann ist der weg. Die rücken jetzt noch mal vor, ein bisschen Richtung Palisade, so dass sie halt noch ein bisschen Deckung bekommen. So. Jetzt versuchen wir hier. Wir haben jetzt alles Sturmwaffen, die hat der Christian mir netterweise überlassen. Ja, so bin ich. Ja, die sind alle drin. Die 2 Sturmgewehre sind auch kurz. Und die MP ist lang. Ja, da kann man immerhin noch ein bisschen Feuer austeilen. Ne? Naja, 6 Schuss, ne? So sieht's aus. Die blauen sind die Sturmgewehre. Und die 2 grünen die MP. Dann habe ich nur. Ne, du hast auch keine Deckung. Nein, Deckung haben wir jetzt nicht in diesem Fall. Das bedeutet, die Sturmgewehre auf die 3 und die MP auf die 4. Genau. Weil hat der Sturmregel. So, hier hat man Die 1 gesagt 3. Genau. Und ja, das sieht schon mal gut aus. Oh, guck mal, jetzt hast du sogar ein paar 6 dabei gehabt. Ja. Läuft dich warm jetzt, Ich brauche hä? jetzt Mann. auf die 5. Jawohl. 3 Stück. 3 Mann. Jens, muss ich meine Meinung revidieren oder? 1, 2 und die 3. Sehr schön. Ja, so langsam fallen auch meine, Mhm. wie die fliegen. Das macht ja nichts. Grau. Darfst dich doch selber ziehen. Ach, die oben, die habe ich auf einen runtergeholt. Das Ja. ist natürlich. Die Waffen Spannend. Dollar. Wie machen wir das denn am schlausten? Ja, die müssen hier auf deine. Ja, wobei müssen sie? Müssen gar nichts. Die dürfen auch. Weißt du was? Ich mache erstmal muss ich den Pin. Ich will die Advancen nochmal. Mhm. Den Pin mit einer 8 haben sie es noch gepackt. Dann lasse ich die hier noch ein bisschen vortauen, dass die jetzt hier oben direkt in Front stehen. Mhm. Zack. Und zack. So, wir haben eine MP und den Rest Gewehre. Dann messen wir mal ab, ob ich den Flammenwerfer-Trupp hier unten tot kriege. Das wäre natürlich nice. Da haben wir 13. Die MP kann da nicht mehr schießen. Nein, bewegt und lang. Möchtest du down gehen? Nein. Ich will den Flammenwerfer noch mal einsetzen. Hallo? Ja. Dann frage ich. So, das sind 4 Mann. 4 Ecken. Ich habe mich bewegt. Ist die 4. Lange Reichweite ist Das die ist 5. lang. Reichweite 5. Ja. Das war's auch mal. Keine Deckung. Eine 5 Hammer. Scheiße, dann schaffe ich es leider auch nicht, dich zum Moraltest zu zwingen. Einer ist tot. Pin geht hoch. Ich denke mal, ein Gewehrschütze fällt raus, ne? Mhm. Weil du hast ja einen Impeler und den. Aber dann wäre das jetzt nicht der Assistent vom. Oder gibt es ja gar nicht, ne? Bei dem Flamer im großen Trupp, dass der einen eigenen Assistent Einer hat. wird zum Assistent, aber das ist relativ egal. Kann auch der NCO Kann auch dann der sein. NCO, ja. Okay. Der kann doch auch assistieren. Gut. Ja, okay. Teamwaffe bleibt Teamwaffe. Dann haben wir da auch mal wieder was gemacht. Jetzt bist du dran. Alles klar. So, Christian will es jetzt wissen. Er ist mit seinem Tetrage hier die Brücke hochgekommen und jetzt ganz nah an dem Hetzer dran und versucht jetzt mit einer 3
die er packt, zu treffen. Und eine 3. Plus 5 ist wieder die 8. Passt wieder nicht, weil es gegen die Frontpanzerung geht. Aber wir kriegen wieder einen Pin. Also der Hetzer Hetzt. bleibt starr auf der Brücke stehen. Und ja, schluckt alles, was ihm da so Hätte ich nicht gedacht. entgegenkommt. Ja. Ich bin dran. Dann würde ich versuchen, jetzt den Flamer zu aktivieren. Zu entpinnen. Oh, nein. Wo ist ein Offizier? Zu weit weg. Zu weit weg. Dann geht er Wobei, down. Ich messe nochmal nach. Ne, es Aber können ich keine glaub, 6 es Zoll sind sein. 8 Zoll. Ja, 8 Zoll waren gut gemessen. Gut geschätzt. Dann ein Down bitte. Mensch, auf der Brücke ist was los. Das sage ich dir. Aber ich habe den meisten Anteil der Brücke. So, gucken wie lange. Genau. Dann kannst du ja, wenn du willst, nochmal einen Würfel ziehen. Grau. Ich bin dran. So, Christian ist jetzt hier vorgegangen und in den Nahkampf mit meinen verbliebenen 2 Grenadieren. Ich kann auch Abwehrfeuer geben, das mache ich jetzt auch. Ich habe 2 Sturmwaffen, das heißt 4 Schuss. So, locker 9 Zoll. 9 Zoll. Das heißt, die grüne Nein, du ist... kannst ja jederzeit. Ach ja, Weg stimmt. schießen. Ja, Das ist hast kein recht. Ja, Thema. das ist ja egal. 2 Sechsen. Nein. Stopp mal eben kurz. Abwehrfeuer. Sind die 2 Sechsen nicht sofort? Ganz normal verwunden musst du. Ja, ne? Okay. So, jetzt ist wieder was Grandioses passiert. Meine 2 Truppen, also meine 2 Leute hier in dem Trupp, haben wirklich den großen Trupp von Christian verjagt, weil es Christian leider nicht geschafft hat, einen Treffer anzubringen, also einen Verlust zu erzeugen. Bei 5 Würfeln. Und ich hatte einen Treffer gehabt. Und ja. Aber ich schiebe es nicht auf jetzt seine Würfel, weil bei mir ist es einfach nur Würfel. Und ja, Christian hat jetzt keinen Fanatic oder so, um jetzt im Nahkampf weiter stehen zu bleiben. Also gewinne ich. Das heißt, Neuformierung, oder? Ja, Ein W6. Ein W6 neu formieren. Jo, mache ich gleich. Alles klar. Ja, hier passiert wieder allerhand. Christian sein Sniper. Hat es nicht geschafft, hier einen rauszuholen. Jetzt hat er noch die Yogis hier entpinnt. Einen noch. Also wir machen einen Advance Mhm. nach vorne. Ja, also man merkt wirklich, die Brücke ist stark umkämpft. Ja, so soll es ja auch sein, ne? Zack. Und versuchen hier oben nochmal drauf zu schießen auf deine Jungs. Jo. Dann miss mal ab die Distanz. Das Mess. Lange Reichweite. Mhm. Der letzte kommt auch gar nicht dran. Das sind nämlich alles MPs. Ja, dann kriegst du keinen Abzug für die Bewegung, 2, 3, 4, aber 6, für leichte Deckung und lange Reichweite. genau. Das bedeutet 5. 5. Ja, das sind 4 Stück, 4 Treffer. Und dann bitte noch einmal auf die 5. Einer picken. Nein. Nix. Dann darf einer hier sich von der Truppe verabschieden. Und ein Pin. Und ein Pin kommt. Hab ich. So. Alles klar. Weiter geht's im Text.
Dann Offizier hast du noch. Die sind ja alle schon bewegt hier. Genau, ziehe ich einfach hier. Nach. So, den Dreh. Mhm. Eins. So. Deutsch. Deutsch. Tja, Kübi? Ach nee, auf Kübel ist schon. Ich will einfach nur mal just for fun die bis noch an. Die 12 Zoll mal abmessen hier, wo wir hier überhaupt landen. Ich visiere mal den Trupp hier an. Okay, Ja, haben geschossen, was nicht getroffen hat. Ja, dann sind es noch 2 grüne. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch habe. Du hast dein Yogi da hinten. Den hier. Und. Habe ich. Ach hier, die große Truppe in der Sandsackstellung. Ah, yo! Du musst aber, wir müssen nochmal testen. Ja, das mache ich auch. Gerne ein Fuba gesehen. Boah, 9. 9. Oh, ein Veteran! Locker! So. Dann schießen Sie. Das Auf? heißt, wieder oben auf die Mhm. Frigates. Wir messen nochmal nach, weil die haben sich. Das wird aber alle lang sein hier. Ja. Das MG steht immer nach hinten. Ich glaube, das war kurz das MG, ne? Ja, das wird auch weiter kurz sein, weil der hier nämlich in 16 ist, ja. Die Gewehre sind lang, das heißt 6 Schuss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nein, 5 Schuss. 5 Ja, Schuss. haben wir vorhin schon. Anas Loader. Genau. Ja, dann halt nur Abzug auf Deckung, leichte Deckung. Genau. Und bei Gewehren lang. Richtig. So, 2 Gewehrschüsse und ein. Ups, Auf ein MG. 5. Einer tot. Einer. Ja. Dann nehme ich den. 2 Pins. Bist du durch oder musst du deinen Nein, hinten bin dein. Okay. Dann 5. Runde. Genau. Hat sich wieder einiges getan auf unserem Spielfeld. Die Runde 5 ist rum. Der AEC hat auf das kleine Team geschossen, hat aber nur einen Pin verteilt. Der Tetrarch hat wieder versucht, auf den Hetzer zu schießen. Der ist wieder nur abgeprallt, der Schuss. Dabei hat er schon DSK plus 5, also für so eine leichte Pack mit dem Little John Adapter schon echt klasse. Zum Glück habe ich noch keine 1 gewürfelt. Ja. Dann geht der ja kaputt. Hier oben die Jungs, die Waffendollar-Einheit, die noch über ist, die wurde beschossen von meinem Offizier von dieser Einheit, die hier unten rangegangen ist, genau, damit sie im Point Blank steht. Und die von der Sandsackstellung. Und von der Sandsackstellung, genau. Mein Sniper da hinten hat dann auch nochmal hier vorne die 2-Mann-Einheit beschossen, dementsprechend auch 2 Pins verlegt. Der Hetzer hat ganz am Anfang versucht, sich zu entpinnen, beziehungsweise wollte schießen auf den Tetrarch, hat sich aber nicht dazu entschlossen und musste leider einen Down machen. Ja. Das Hanomag Ja, hat gut. geschossen, Wir haben hier weiter reduziert. genau, auf Den mit dem Flamer. den Flamer, hat einen Mann weiter rausgeschossen. Und hier im hinteren Bereich hat das Hanomag Auch nochmal auf den Sniper geschossen. Hatte ihn gepinnt, aber Ja. der Sniper war danach dran und hat sich dementsprechend wieder entpinnt. Ansonsten ist der Offizier im ist- Häuschen noch ja, auf Gar Ambush. nichts. Gar nichts gemacht. Nee. Das ist. Das ist ein, ja, das ist auch nicht so ein... Ist nicht bei seinen Leuten dabei irgendwie, ne?
Die machen ihr eigenes Ding, ey. So ein Mist, ey. Genau. Und dann wir räumen auf, machen Runde 6 bereit und sind gleich wieder da. Genau. Auf die 6 war das dann, ne? Ja. Christa, sein Flugzeug will jetzt hier diese Waffendollar-Einheit angreifen. Genau. Mit, ich gehe auch down. 8 Schuss Autokanone. Das Okay, das heißt, ist ja nicht mehr. genau, auf die 6. Super. Einen kannst du mal wiederholen. Oh. Treffer. Dann würde ich mal die 1 Zoll Schablone holen. Regelfall sind es 2 Leute. Ja, sieht man jetzt natürlich sehr schlecht. Im Regelfall hat eine Base 1 Zoll. Mhm. Da die Bases aneinander stehen, sind es 2. Ja. Halbieren. Halbieren. 2. 2 plus 2. Nee. Stimmt, ich hätte eine 3 gebraucht. Ja. Hey. Wow. Getroffen, ja. Heißt ein Pin. Pin. Auch 5 Pins haben die Jungs schon. Juhu! Aber man sieht, der Flieger bringt doch gar nicht. Es liest sich doch stärker als gedacht. Ja, gut, der hat jetzt aber eine, sage ich mal, ach nee, da liegt ja schon Würfel. Er hat jetzt aber eine Einheit mir leider gestohlen, die wirklich stark war von mir. Ne? Ja, das stimmt. Ja, deshalb hat er schon sein Soll erfüllt. Ja, ich übergebe dir mal das Zepter. Ich will jetzt einfach nochmal versuchen, den Hetzer zu entpinnen. Vielleicht hat er jetzt nochmal die Möglichkeit. Sonst kann ich ihm auch nicht helfen. Hey, entpinnen. Also entpinnen nicht, aber ein Pin runter, aber du darfst was tun. Das ist ja schon mal wichtig. So, ich bin ja im Point Blank so gesehen zum Tetrarch. Den würde ich zuerst einmal versuchen zu beschießen. Brauchst du eine 4. Ja, durch die scheiß restlichen Pins. Nein. Gut, dann schieße ich das MMG. Du musst übrigens deinen Hanomag noch entfernen, fällt mir gerade ein. Stimmt, Das ist deine ein Einheit Transportfahrzeug. ist, genau, deine Einheit, haben wir ganz vergessen, Ja, genau. ist näher dran. Dementsprechend kriegst du auch noch einen Würfel. Das fiel mir gerade so wie Schuppen von den Augen. Ja, irgendwann passiert das halt. Ne? Ja, ja, natürlich. Ist das kleine. Willst du down gehen? Auf wen schießt du? Auf das Flammenwerfer-Team? Auf Flammenwerfer, ja. Ja, geht down. Gut. Ich bin da auch im Point Blank. Kleines Team und down. Das sind die 5. Kriegt man nicht weg. Hetzer schafft es leider auch diese Einheit nicht zu grillen. Also er ist ja standfest, aber er teilt auch nicht wirklich aus. Nee, leider nicht. Also es kommt nicht an. Gut, jetzt ist er natürlich durch diese Pin-Geschichte die ganze Zeit über auch behindert. Genau, ich bin dran. Dann gebe ich dir mal die Kamera. Da der Hetzer für mich keine Gefahr mehr ist für dieses Spiel, Ja. schieße ich mit den MPs auf die Waffendollars. Mhm. Im Prinzip auch wieder down. Down. Und leichte Deckung. Das heißt die 6, ne? Ne, Point Blank. 3, 5. Mhm. 2, 4, 6, 8, 10. 5 MPs haben die Jungs. Schießen auf die 5. Da sehe ich schon mal 4 Stück. Und eine 6. Auf die 5. Und 2 Tote. So, das heißt,
darfst testen. Ich darf testen, weil dann sowieso nur noch einer von der Waffen-SS steht. Den Dings darfst du noch auf 6 drehen. Ja. Merken wir uns. Darf ich dir ein paar Würfel geben? Ja. 6 sind 11, ne? Sayonara. Dann schon mal die Würfel. Ja gut, haben sich auch lange gehalten. Ja, sehr gut sogar. Also Aber wenn ich bedenke, was ich da alles drauf geschossen habe, alter Verwalter. da hätte ich auch andere Einheiten gesehen. Da oben, aber so ist das. So, Chris versucht jetzt mit seinem Offizier auf meine Airborns hier vorne zu schießen. 12 Zoll, das passt. Alles klar. Das heißt, du hast 3 Jungs, haben die alle eine MP? Die haben alle eine MP. Dann ist das ja gar nicht mal so unschlagkräftig. 6 Stück. Komm, wir würfeln hier auf dem Fluss. Dann ist nur lange Reichweite, aber Deckung ist ja auch nicht, ich bin ja hier oben. Ne? Ja, genau. Oh, 6, 6, 4. Lange Reichweite ist die 4, ne? Die 4. Genau. So, und auf die 5. Ein Wir, was ist da unten? Das sehe ich nicht. Auch nur eine 4. Das heißt ein Pin. Ja. Damit kann ich leben. Ja, der einzige und letzte Beschuss vom Offiziertrupp, ne? Ich wollte gerade sagen, die haben ganz schön lange Kaffee getrunken, oder? Ja, nicht wirklich gut gewesen. Die sollten eigentlich auch nicht da rein, ne? Aber naja. Darf ich dir den Würfelbeutel geben? So, nochmal grau. Dann versucht der hier nochmal irgendwie einen Treffer unterzubringen. Wenn die sich entpinnen können. Die beiden Yogis hier. 7, 8, 9, das passt aber sowas von. Das heißt, sie haben nur noch einen Pin. Lass mich raten, du willst den Flamer unbedingt wegkriegen. Ne, der ist jetzt down, ne? Ja, es ist im Grunde genommen tot, ne? Also stimmt. 4 Schuss. Versuche ich lieber den Offizier. Außer du gehst Ja. mit den auch down. Ja. Ja? Ja. Ja, dann habe ich da auch keine Chance, groß die wegzumachen. Oh. 7 ist auch nicht Point Blank. Ist nur kurz. 2 Schüsse. Die MP ist nicht kurz, die ist lang. Du bist down, ist die 4, 5. Und Kleines Team. kleines Team ist die 6 und Deckung ist die 7. Nix. Den ich auch auf den anderen schließen kann. Naja. Gut, haben wir das. Mhm. Dann kannst du nochmal. Ja, das Klärchen. So, Christian will jetzt nochmal mit dem Tetra schießen auf den Hetzer. Nein. Jetzt ist doch dein Ding kaputt, der ne? Little John Adapter ist Ja, jetzt. dann ist Träger, doch genau. Jetzt müsste ich erstmal aussteigen und den eine Runde reparieren. Quick, quick, quick. Ach du Scheiße. Ja. Gut, dass wir schon in der 6. Runde sind. Ja, du kannst weiterziehen. Mhm. Das ist höchstwahrscheinlich dich ziehen. Stimmt Ja. sogar. Du hast noch die Truppe in der Sandsackstellung, du hast den Sniper, du hast dieses Spähfahrzeug noch. Du hast noch den Ari, Toni da hinten. Weißt du was, ich versuche hier mit dem Spähfahrzeug einfach nochmal den Hetzer abzuschießen. Auf die Seite. Das ist aber jetzt echt die letzte Chance. Die letzte. So. Eine 4. Kurze Reichweite. Ja, Genau. kurze Getroffen Reichweite. auf alle Fälle. Und dann schauen wir mal. Eine 5. plus 5 sind 10. Ist Ja, auf alle die Seite Fälle über triffst du den jetzt. 9, ach, 7 sogar, Das ist oder? die 7 jetzt, die Das heißt, wir Seite. sind sogar 3 drüber. Ich kann sogar zweimal würfeln. Ich habe ihn doch noch geschafft, den Sack.
Zweimal die 2 ist zweimal im Brand, soweit ich das im Kopf habe, dann ist er so und so tot. Müssen wir mal gucken, wenn das stimmt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wir schauen nach. Genau. So. Christian hat nicht in Brand geschossen, sondern zweimal lahmgelegt. Und nochmal lahmgelegt praktisch sagt aus, dass dann die Crew das Fahrzeug verlässt. Also hat er ihn in der letzten Runde dann doch noch gekriegt. Was lange währt, wird gut. Endlich gut. Ja, eigentlich können wir im Prinzip, Möchtest du aufgeben? ja, Du Feigerwich. muss bei solchen Offizieren muss man glaube ich auch aufgeben, Ja, oder? das würde ich jetzt auch ist, tun, an deiner Stelle. ne, das ist ja wirklich höchst schändlich gewesen, was hier passiert ist. Aber naja. Lass mich raten, die steigen jetzt in den Hanomag ein und hauen. Richtig, das denkst du, warum der hier hinten geparkt ist. Ne? Genau aus diesem Grund. Ich glaube es auch langsam, ey. Ja, Ja, super Spiel. ja, Hat total definitiv. Spaß gemacht. Ja. Auch die neue Regel mit dem Flieger finde ich gar nicht so schlecht. Ja, also ich fand, das hat man wirklich so als Flieger immer im Nacken gehabt, jetzt auch wirklich auf meiner Seite. Man hat auch das Feeling, ne? Ja. Gut, man hat jetzt nicht drauf geschossen. Das hätte ich jetzt noch gerne mal gesehen, dass man mal drauf schießen und so. Ja. Aber ich glaube, auch wenn man dann eine 8.8 dabei hat, ist natürlich so ein Flieger auch ganz schön gefährdet. Das stimmt, ja. Das Genau. muss ja sicher auch irgendwie auswirken. Ne? Ja, nee, da würde ich sagen, wir räumen mal eben auf, machen dann Fazit und Genau. Und dann sind wir gleich nochmal da. so sieht's aus. Sind wir schon auf der Linse. Ja, wir sind schon auf der Linse. Dann Fazit. Ja, hau mal raus. Was ist dir gelungen und was ist dir nicht gelungen? Was ist mir nicht gelungen? Ich fange lieber erstmal mit den positiven Sachen an. Ja. Ich habe deine ganzen Infanterietrupps bis auf einen eingenordet, hätte ich was gesagt. Den ersten ja mit dem Flieger, danach 2 Stück so nach und nach weggepinnt. Die Waffen-SS, die zweite Waffen-SS-Truppe habe ich auch mit dem Flieger weggekriegt. Ja, also was mich geärgert hat, ist dann doch der Hetzer, den hätte ich jetzt früher als Ja, Opfer hätte ich auch gesehen. erwartet irgendwie. Genau. Was ich total gut finde, ist mal, dass man auch mal die Fahrzeuge einfach lang genug auf dem Feld hatte. Das haben wir ja auch oft, dass die Fahrzeuge im Grunde genommen sehr früh sterben, jedenfalls deine immer. Ja. Und ja, doch, das hat ein bisschen Spaß gemacht, so ein bisschen länger wirklich mal mit Fahrzeugen zu spielen. Im Endeffekt ist ja auch nur eins, jetzt auch nur durch die Aktion, weil es ein Transporter war und du warst zu nah dran, Vom Feld, genau. dadurch vom Feld gegangen. Genau, Aber nicht richtig. durch einen Beschuss jetzt wirklich. Genau, außer jetzt natürlich jetzt, die letzte Aktion war natürlich jetzt Glück, aber genau, nee, sonst hat mir das sehr gut gefallen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so gut abschneide mit meinen Miniaturen, die sind ja doch noch da. Der Flamer, der hat ja Beschuss ausgehalten, Ja, bis der Arzt kam. Das ist ja auch wieder unterirdisch gewesen. Da. Genau, Das ist- nee, das war also alles in allem hat mir das gut gefallen. Was mir nicht so gefallen hat, ist natürlich, dass du immer so doof würfelst. Ja, das ist, ne? Also, Ähm. ihr habt es jetzt nochmal live gesehen, egal was ihr uns noch für Super-Duper-Würfel zur Verfügung stellt, es macht bei mir keinen Sinn. Ne? Also, entweder Ich hätte eine Idee. Mal ein paar Würfel mit einem Bleistück immer in der Eins. Ja, genau, ne? Einfach mal irgendwie ein paar Würfel zinken. Genau. Ja, bei mir sind es wirklich irgendwie immer solche Tages-Performance, ne? Entweder eigentlich immer super gut oder halt echt scheiße halt einfach, ne? Ja, Aber stimmt. so ist das halt, ne? Ja, es ist halt zum Teil ein Glücksspiel, das ist einfach so. Richtig. Ja, ansonsten der Kampf um die Brücke, wie hat der dir gefallen? Also ich fand, Also es ich- war super. Es hat sich wirklich alles, was ich auch nicht vermutet hatte, wirklich auf der Brücke auch abgespielt, ne? Genau. Und wir haben eigentlich nicht so wirklich einen Geländegewinn gehabt. Ne? Ich bin ja am Anfang, dadurch, dass ich ja komplett mobilisiert war, direkt auf die Brücke gezogen. Du musstest ja hinlaufen. Ne? Somit war ich natürlich deutlich schneller auf der Brücke. Und aber man sieht ja hier, ne? Ich bin ja noch nicht mal bis hier rüber gekommen. Mein Ja. Ziel war ja einfach, dich da auch mit dem Hetzer, so wie ich es die ganze Zeit gespielt habe, runterzudrücken.
in der Hoffnung oder auch in den Gedanken, dass du den irgendwann ausschaltest, er aber als Wrack stehen bleibt und du ja mit deinen Fahrzeugen gar nicht mehr vorbei manövrieren kannst. Das war ja so meine Taktik, die ich versucht habe durchzubringen. Und dann halt mit den ganzen MG-Trupps jeweils auf den Flanken deine Infanterie wegzuhalten. So, dann kamst du natürlich mit dem Flieger, was dann klar Glück in dem Fall war und mir gerade diesen Trupp ausgeschaltet hat, der mit den 2 MGs, sonst wäre das hier natürlich eine Macht gewesen. Ja, natürlich, klar. Doppel-MMG. Und dann habe ich ja später noch das zusätzliche Waffenteam rübergezogen. Ne, also hier wären Schüsse gewesen, die in diese Richtung gegangen wären. Für die Infanterie natürlich tödlich, dann hättest du vielleicht verlagert, wärst nur über die Seite gekommen. Da wollte ich das dann mit der Waffen-SS klären. Waffen ne? Um dich auch vielleicht im Nahkampf zu binden durch die Fanatic-Regel. Ne? Aber gut, dann haben sich natürlich am Anfang die Ereignisse überschlagen und letztendlich für mich ausschlaggebend war eigentlich die 3. Runde, die du mir gestohlen hast, durch den Ari. Das stimmt, genau. Das ist, weil ich musste die Hälfte der Einheiten Rallye-Befehl machen und den Rest habe ich versucht, das ging zum Teil mit dem Hetze und dem Hanomag in der Mitte, die haben sich gerappelt, konnten dann nochmal schießen, aber der Rest Rallye-Befehl, so. Ja, das stimmt. Und das war eine Runde für dich, wo du Druck aufbauen konntest. Ja, ich hatte erst gesagt, dass der Ari nicht, dass ich eine 6 erwartet hätte. Also im Grunde genommen ist das Niederdrücken doch eigentlich das Richtige für den Ari. Ja. Ne? Also Ich finde das auch das ist schlimmer ja, als genau. Spieler. Es ist ja im Grunde genommen auch wie bei der Rakete bei der 6 ein HE 4 Zoll Treffer. Aber nee, die Pins sind meistens schlimmer, das gebe ich dir recht. Genau. Das Ding ist ja, wenn du sowieso nur eine Richtung hast, mit einem kleinen Weg, den du passieren kannst, so, und du pinst mich komplett. Für mich wäre es dann besser, du schaltest eine Einheit aus, machst für mich praktisch Platz Den Weg in der frei. Vormarschbewegung, aber wenn du alles pinst und es steht alles nur in der Walachei rum, komme ich ja auch nicht voran. Ja, ist das wie so eine Welle, die irgendwo gegen die Wand läuft. Richtig, Ne? ne? Und deshalb ging es hier dann erstmal auch nicht weiter. Man sieht es ja im Endergebnis, ich habe nicht viel Land gewonnen. Ne? Und du hast mich dann jetzt systematisch mit den starken MP-Schützen jetzt runtergeschossen und mit dem Flugzeug im Nacken, wie gesagt, hast du mir den Rest gegeben. Fahrzeuge können wir jetzt einen Haken dran machen, die waren jetzt nicht kriegsentscheidend. Nein, überhaupt nicht. Ne? Du warst klar fokussiert auf den Hetzer, weil es meine einzige große Panzerabwehrwaffe war. Aber die haben das jetzt hier nicht entschieden. Nein. Also ich fand es mega. Nee, hat super Spaß gemacht. Richtig Spaß Definitiv. gemacht, ja. Also sehr zu empfehlen, das mal so zu spielen. Einfach mal einen Kampf um die Brücke, ohne immer dieses typische Mission, Brücke zerstören, Brücke sprengen oder so, sondern einfach mal wirklich Genau. so ein Ding. Ne? Klasse. Gut, und das Modell macht ja auch immer ziemlich was her, ne? Das muss man auch sagen. Das müsste man auch mal öfters spielen. Ne? Das ist wirklich, ne? Stimmt. 2 oder 3 Mal haben wir es jetzt gespielt. 3 Mal, glaube ich. Ne? 3. Mal ist heute, genau. Das 3. Mal, dass wir die Das ist einsetzen. schon nicht so oft gewesen. Nee, aber im Pazifik Ja. stehen davon nicht so viele. Nee. Genau. Ja, klasse. Ja, genau. Dann würde ich einfach sagen, Wir verabschieden uns. genau, Und ist nämlich hoffen- mittlerweile schon ganz schön spät. Ja. Da werden wir jetzt zusehen, dass ich Land gewinne auch, genau. Segel streichen hier. Und ja, dann würde ich sagen, Wir sehen uns beim im nächsten Video. Mal auf unserem Kanal. Ja. Genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao.